Früh am Morgen. Wir haben kurz nach 7. Frank Petterle ist schon auf dem Rad. Aber was hat er denn da für ein Rad für Komisches? Mit so komischen Stangen und so Aufliegeflächen. Das gute alte Zeitfahrrad ausgepackt, entstaubt und wieder hergerichtet. Moment, erstmal hier runter. Tschong! Der gute alte Pegnitz-Grund, wer kennt ihn nicht? Jeder Nürnberger kennt ihn. Nichts los um die Uhrzeit. Und ich fahre jetzt erstmal zum Wörthersee. Da treffe ich den André und den Lorenz. Und dann geht es zum Einzelzeitfahren nach Nürnberg-Fischbach. Welch glorreicher Name. Die Nürnberger Stadtteile, die haben alle so komische Namen wie Langwasser und Lauf am Holz, Fischbach. Alles lustige Namen. Und dort findet ja so ein Einzelzeitfahren statt vom Radl-Express Feucht. Das ist ein kleiner, ja ich weiß gar nicht, ist das ein richtiger Verein, auf jeden Fall ein Radverein. Und die veranstalten heute ein kleines Einzelzeitfahren mit maximal 50 Teilnehmern. Ich bin einer davon, bin jetzt schon außer Atem. Mal gucken, wie das wird. Es geht wie immer um nichts. Und ja, es ist eine reine Spaßveranstaltung. Mal sehen, wie wir abschneiden. Wahrscheinlich sehr weit hinten. Ich hoffe, ich werde nicht letzter. Aber der Spaß, der steht an erster Stelle. Und den lassen wir uns heute nicht nehmen. Selbigen wünsche ich euch heute bei diesem Video. Und ich probiere jetzt noch ein bisschen die TT-Haltung. Wunderschön so früh am Morgen, nichts los in der schönen Altstadt von Nürnberg. Kann man dann ja, störungsfrei hier durchfahren, ohne dass die Leute hier rumwuseln. Autos sind sowieso keine unterwegs. Heute ist ja übrigens Feiertag, das Video kommt allerdings sehr viel später. Ich habe noch einige andere Videos vorher, also nicht wundern, wenn das dann, keine Ahnung, 2 Monate später kommt. Hier übrigens der schöne Goldene Brunnen, weltbekannt, ein Wahrzeichen Nürnbergs, nebst der Frauenkirche und dem Hauptmarkt hier, wo der berühmte Christkindlesmarkt stattfindet. Da müssen wir dann immer drüber, wenn man einmal durch die Stadt will. Ist ein bisschen unangenehm hier mit dem Kopfsteinpflaster und mit den vielen Leuten am Wochenende, aber ist immer nur ein kurzes Stück. Ja, also wie gesagt, nicht wundern, wenn das später kommt, das Video. Es kommt, aber Video schneiden, filmen, das dauert alles, das ist ein Haufen Arbeit und ich kann nicht alle 2 Tage ein Video raushasseln. Von daher bitte etwas Verständnis, wenn die ganzen Videos zeitversetzt ankommen, aber sie kommen, das ist das Wichtigste. Und wenn wir jetzt den 1. Mai haben, dann ist jetzt zur Videozeit vielleicht, keine Ahnung, der 1. Juni. Mal schauen, wann es kommt. Und hier geht es jetzt noch entlang der Pegnitz ein bisschen. Oh, ist das schön um die Uhrzeit. Herrlich. Es ist sonst hier immer alles voll mit Radfahrern, E-Scooterfahrer, was der Teufel was. Und heute Morgen hat man das alles für sich alleine. Jetzt habe ich leider das Frühstück der Tauben gestört. Ich bitte vielmals um Entschuldigung, aber sie werden wieder ihr Frühstück finden. Wunderschön. So ruhig, so leer. Und es ist nicht kalt.
Ich habe jetzt gar nicht drauf geguckt, aber es ist so eine leichte, frische Brise, aber man friert nicht. Also beste Voraussetzungen für heute. Es geht ja früh los, von daher wird es auch nicht so warm. Hier haben wir dann die Wörder Wiese, auch immer sehr beliebt im Sommer. Ja, hier sind noch die Reliquien vergangener Nacht, Mitternachtssnacks. Sehr beliebt im Sommer immer, hier ist ziemlich voll, da liegen sie alle rum und lassen sich von der Sonne grillen. Und da vorne ist auch so ein kleiner Biergarten, der hat dann immer im Sommer geöffnet. Also recht idyllisch hier, kann man es aushalten in Nürnberg. Morning. Da ist er. Hab's mir anders überlegt. Jetzt habe ich euch gar nicht erkannt. Ich dachte, ihr seid jemand anders. Du hast ja schon eine Stadtnummer? Wie geht denn das? Verboten. Das ist nicht von dem Zeitfahren, das ist von einem anderen Zeitfahren. Das ist 12 mit Hand draufgeschrieben. Ja, das war Schleudergang-Zeitfahren. Letztes Jahr. Aha. Und da gab es halt diesen geilen Startnummernhalter. Hast du dieses Mal auch die 12 zufällig wohl? Weiß ich nicht. Weißt du nicht. Das wäre natürlich geil, ja. Oh, das Ding hat auch noch nicht offen. Ich wollte gerne noch einen Kaffee trinken. Aber. Limit hat die nicht offen. Ah. Die Uhrzeit. Wie viel Uhr haben wir denn überhaupt? 7:40 Uhr. Ach, dann bin ich ja pünktlich. Ich dachte, ich bin zu früh. Ich habe jetzt da noch ein bisschen gebummelt und bin da ein bisschen am See entlang. Du wolltest noch mal den Wörthersee bewundern? Ja, ich bin auch verbotenerweise diesen Fußweg da gefahren, wo man ja normalerweise nicht fahren darf, aber jetzt um die Uhrzeit ist es ja egal. Wir könnten auch mal über die Söderbucht hier fahren, über den Södersteg, der hier entlang läuft. Der grandiose Södersteg, wo er sich selbst verewigt hat mit seinem Namen. Oh, ich glaube, der andere ist da nicht so begeistert, wer den Namen Söder hört. Dein Gesicht spricht Bände. Okay, wir lassen das, wir legen das ad acta. Okay, na gut. Dann fahren wir jetzt dann zum Treffpunkt und mal gucken, was das wird heute, was für ein Desaster. André mit 45er Schnitt und ich mit 35. Wird mich wahrscheinlich einholen. Meinen 10 Minuten Vorsprung wird er gnadenlos einholen. Ach nee, nee. Mit allen Mitteln wird hier gekämpft. Guck dir das an. Der Alienhelm. Der Alienhelm. Hast du auch so einen Alienhelm? Nee. Nee. Wir fahren noch konventionell. Ja, wir fahren konventionell. Sowas brauchen wir nicht. Wir sind schwach genug. Andres Wummermaschine. Andres Wummermaschine. Oh yeah. Made of Wellblech. So, Fischbach haben wir hinter uns gelassen. Jetzt geht es hier noch über die Autobahnbrücke. Eieiei, das ist eine der schlechtesten Straßen in Nürnberg. So ein grottenschlechter Straßenbelag. Unfassbar. So, und hier nach der Autobahn ist rechts der Sportplatz. Da geht es dann los. Das ist dann Stadtnummernausgabe. Unser Start ist, oh, ich habe es schon wieder vergessen, ich glaube 9:08 Uhr bin ich dran. André 9:18 Uhr, Lorenz 9:35 Uhr. Und die Straße hier geht es dann Katzengrad Richtung Altdorf. Dort ist dann großer Kreisverkehr, da geht es einmal rum und dieselbe Strecke dann wieder zurück. Also es geht eigentlich immer nur geradeaus, ohne Störung, keine Ampeln, keine Kreuzungen.
Schön durch den Wald, mal gucken, wie der Wind ist, wie die Beine sind. Aber jetzt erstmal hier Startnummern holen. Ja. Wo ist es? Oh, die Profis schon am Start hier. Die Leute sehen alle sehr schnell aus. Oh, schau die Waden, ey. Schauen sehr schnell aus. Scheiße. Team Bayer, ja. Ein bisschen andere Kategorie, wie die Luschenklasse. Die Luschenklasse? Aber wir werden mich ein paar überholen. Meine da werden Eins. mich viele überholen. Hier schon kommen, das sind richtige. Ja, wie man sieht, es geht hier, ich weiß nicht, ob man auf der Kamera sieht, wahrscheinlich nicht, es geht doch leicht bergauf, wenn man am Anfang bis Altdorf. Allerdings nach Altdorf, glaube ich, geht es ein bisschen wieder runter. Aber ja, am Anfang muss man halt auch ein bisschen hochdrücken. Dafür hat man dann am Rückweg schön, ja, die Abfahrt kann man nicht sagen, aber es geht tendenziell nach unten. Und hoffentlich dann Rückenwind, weil ich merke, der kommt von vorne. Also mal schauen, wie es wird. Hauptsache nicht letzter werden. Okay. Wenn ihr fertig seid und ausrollen wollt, Ja. nicht wieder hochfahren, Brunner Berg. Brunner Berg oder nach Fischbach rein, aber wer will schon nach Fischbach? Vor der Einmündung ist das Ziel, oder was? Altdorf Schild, Ortsschild. Einfach hier langsam mit Ziel. Das Ziel. In Und Altdorf? Start ist hier an der Uhr. Eure Startzeiten haltet ihr ein, auch wenn ihr ein Loch davor habt, weil da haben sich 2 Leute krank gemeldet. Wie Altdorf Ziel? Ich dachte, hier ist das Ziel, Start und Ziel. Geht es nicht einmal hier. hin? Altdorf. Was Altdorf? Du hast gesagt, Altdorf ist Ziel. Fischbach meinst Nein, Schild. Ah, du hast Schild Ja, Altdorf. Ach so, jetzt, ja, okay. Startzeiten einhalten. Ja, ich roll einfach dahin. Ja, ja, eben. Jeder einfach hier wieder rein. Ja, klar. Danny, du bist der Nächste, ne? 3, 2, 1, gut. Ach, bis zum Kreisel.
37,3 Schnitt. Naja. Ja, es war sehr windig. Und ich dachte, die Strecke geht bis Altdorf zum Kreisverkehr. Kommt davon, wenn man bei der Vorbesprechung nicht dabei ist. Dann passiert sowas. Naja gut, noch ein paar Sekunden macht das Kraut auch nicht fett. Kollision auf dem Parkplatz. Dann fahr halt da rein. Müssen wir uns zur Zeit kommen? Keine Ahnung. Nee, oder? Hat er nichts durchgesagt oder sowas? Wird im Internet anstehen, denke ich. Deswegen habe ich eigentlich noch ein zweites. Aber André! Sabalot! Flott! was war wir für Nummer? 19. Was ist da passiert? Der letzte Gang geht auch nicht. Also dann so, ich will schneller treten. Eieiei, was ist denn da Also das passiert? hätte ich mehr rausholen Ja, können. ich hab gedacht, du hast gestern noch die Schaltung eingestellt. Ja, gar nicht mehr gemacht. Hätte ich gemerkt, dass Scheiße. jetzt, das ist echt scheiße. Was ist da passiert? Den habe ich anscheinend so nach unten gedrückt. Aber eigentlich Steht ja verstehen nach vorne, aber nach hinten. ich hätte da gar Das nicht ist so ja dran angezogen. gezogen. Ne? Ja, aber eigentlich darf er Krass. so schnell nicht nach hinten gehen. Das ist doch voll fest. Krass. Ich war ja schon mal schneller, sehe ich. Was hast du? 35? Nicht schnell, das ist ganz schlecht. Ich bin halt viel schneller, 37. Ja, damit auch wieder und noch einen besseren Gang mehr gegangen. Schade. Ich bin der Letzte, oder? Ja, aber Fun Fact war's. Wurde überholt von allen. Noch nicht. Von den ganzen. Ja, ich habe ja den absoluten Schlager geliefert. Ich bin ja voll durch die Baustelle durch. Ne? Ich bin gerade aus Weil. Ich hatte Altdorf Kreisel war ich fixiert. Was, Altdorf? Warum? Ich hab's zweimal gesagt. Ja, ich habe nicht hochgegeben, keine Ahnung. Ich war gedanklich woanders, keine Ahnung. Okay. Und dann schreien die so hinter mir her. So was schreien die, dann schau da hin. Fahren die alle schon wieder zurück. So kacke hat mich der vor hinten ja gleich geschnupft. Na gut, er hätte mich so oder so geschnupft. Aber die andere vor mir, an der ich dran war, musste ich mich wieder rankämpfen. Und Nur die gelben Fahrer, die Lisa. ich weiß es nicht. Die Lisa, die Schnelle, oder was? Nee, die hat mich überholt. Die hatte 12 gehabt. Ich habe die 9. Die Lisa ist 0,2 Die hat mich km/h so- schneller als ich gewesen, ohne Zeitfahrrad. Im letzten Drittel Wie oder hattest so. du jetzt im Schnitt? 40,2. Ja, da wäre schon was Passt doch. gegangen. Laut Powermeter 345 Watt gewesen. Wahrscheinlich stimmt's insgeheim. Niemals. Andres Wattmonster. War nicht. War nicht, ne? Eieieiei, das ist die beste Straße in Nürnberg hier. Best ausgebaute Ortsdurchfahrt. Das war's vom Einzelzeitfahren in Nürnberg-Fischbach.
veranstaltet durch den Radl-Express Feucht. Sehr schön. Vielen Dank an die Macher. War mal ja, wieder eine andere Erfahrung. Waren schnelle Jungs am Start. Und ja, ich war keiner von denen. Aber egal, es ging ja rein um den Spaß, ums Leiden, um die Schmerzen, ums Sappern. Und ja, für mich geht es jetzt wieder nach Hause. André und Lorenz, die machen noch eine Runde mit den anderen Jungs und Mädels. Aber ich genieße den restlichen Feiertag noch. Und ja, leg ein bisschen die Beine hoch, mache ein bisschen was zu Hause, gehe vielleicht ins Café, mal gucken. Ja, blöde kleine Nebensituation wieder. Fahre ich durch Fischbach durch die schön ausgebaute, holprige Straße. Und so ein Motorradfahrer, der meinte, er müsste mich maßregeln und schreit wie so ein Verrückter, ich soll den Radweg benutzen. Das ist halt wieder typisch Deutschland. Jeder spielt Sheriff, jeder meint, er hat was zu melden, müsste andere maßregeln. Ach, ich bin froh, wenn ich wieder in Asien bin. Da juckt es niemanden und keiner richtet über den anderen. Aber hier, naja, das ist halt so typisch hier für unser Land. Aber gut, das führt zu weit. Wir wollen jetzt hier keine negativen Schlusspunkte setzen. Es war geil, es war schön. Und mal gucken, was das nächste Video dann bringt. Ich bedanke mich auf jeden Fall fürs Zuschauen. Seid wieder dabei beim nächsten Video. Und bis dahin. Ciao, ciao. Oh je, wo bin ich denn jetzt reingeraten? Eieiei. Ich schaue jetzt mal, dass ich hier irgendwie durch diese Demonstration komme. Für was demonstrieren die? Ich sehe da die albanische Flagge, oder? Kann das sein? Ach, keine Ahnung. Was? Wohlstand, Soziales, was? Keine Ahnung. Wir fahren mal mitten rein. Frankenbertaleur, scheut kein Risiko. Kann man da durch? Mit dem Rad? Ja, mit dem Fahrrad absteigen oder links rum? Ja. Heider, hier ist was los. Absteigen oder links rum? Ja, da fahren wir links rum. Hier. So, jetzt müssen wir jetzt mal wieder auf die andere Seite. Jetzt sind wir Geisterfahrer, wie die Jungs in Vietnam das immer machen.